Diese Frau war ich vor einem halben Jahr. Diese Frau bin ich heute. Durch das heutige Interview werden Sie Zeuge der Erfolgsgeschichte einer 64-jährigen Frau. Sie hat ihr Leben verändert, hat angefangen, jeden Tag zu trainieren und ihre Ernährung umzustellen. Sie hat in 5 Monaten 12 Kilos abgenommen, von Kleidergröße 42 auf 36 gewechselt. Und, das ist das Wichtigste, sie hat ihre Gesundheit wiedergewonnen. Hören Sie selbst. So hat sie es geschafft. Liebe Suheila, ich freue mich, dass ich dich für dieses Interview für den Fitnesskanal von Lars Positivdenker gewinnen konnte. Wie geht's dir heute? Ich bin etwas nervös. Wirst dich gehört. Das ist gut. Meine Erfahrung ist, Veränderungen sind in jedem Alter möglich. Man muss es nur wirklich wollen. Du bist 64 Jahre alt und hast im August letzten Jahres eine große Entscheidung getroffen, die dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist. Was ist damals passiert und wie hast du dich damals gefühlt? Ich habe mich damals gar nicht wohl gefühlt, weil dann seit dem Corona-Beginn habe ich angefangen, vor lauter Sorgen zu viel zu essen. Das ist meistens meine Reaktion auf das Unwohlfühlen. Und das war aber auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann so reagiert habe. Ich kenne das mit Auf und Ab. Auch damit verbunden ist auch Gewichtszunahme. Damit ist verbunden höherer Cholesterinspiegel, höherer Blutdruck, Rückenschmerzen, also Schwierigkeiten beim Atmen, beim Gehen, Treppensteigen. Also alles, was man nicht brauchen kann. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der 90 Jahre alt ist. Okay. Ja, was ist damals passiert? Der Zufall, dass ich davon erfahren habe, dass du einen Kanal hast, dass du Fitnesstrainer bist, obwohl wir ewig Kollegen sind. Ich wusste davon gar nichts. Ich habe das Gespräch zwischen dir und deiner Kollegin in meinem Büro mitbekommen, wo ihr über das Kanal euch unterhalten habt, und dann habe ich dich gefragt, was ist das für ein Kanal? Und dann hast du ja so ein bisschen erklärt und so, und ja, das war für mich interessant. Ja, ich schau mal da rein. Gut, dass du das habe ich dann auch gemacht. Sehr schön. Ja, ich bin schon sehr froh drum, auf jeden Fall. Lars Positivdenker sagt, wer körperlich eine nachhaltig positive Veränderung erfahren möchte, sollte jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Training investieren. Was war das für ein Gefühl, als du dieses Training in dein Leben gelassen hast? Ich war sehr gespannt damals. Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer wieder versucht, mich für irgendeinen Sport zu interessieren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich war auch immer bei irgendeinem Fitnesscenter angemeldet, wo ich vielleicht 10-mal im Jahr hingegangen bin. Passte mir nichts. Doch Schwimmen, einzige Sportart, aber mit viel Zeitaufwand verbunden und so weiter. Ansonsten war nichts für mich interessant genug. Ich hatte aber damals, nachdem ich dann deinen Kanal kennengelernt hatte, auch mit dir darüber gesprochen habe, habe ich gesehen, das ist ganz anders als das, was ich bisher gekannt habe. Also ich konnte selber entscheiden, diese langsamen Bewegungen, das passte schon viel besser. Es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Ist nach wie vor anstrengend. Aber es hat wirklich nicht lange gedauert. Ich habe schon Veränderungen gemerkt. Ich habe auch immer so meine Arme allen gezeigt. Ne? Guck mal, ich habe kein Ringfleisch und so weiter und so fort. Ne? Und auch diese Art des Sportes
war für mich neu. Und was neu ist, macht mich auch neugierig natürlich. Und dann, ich konnte auch mit der Zeit selber spontan etwas beginnen. Also ich konnte entscheiden, wann ich das machen will. Nicht jetzt, weil ich bei der Arbeit bin, oh Gott, jetzt nach Hause und dann nochmal zum Sport. Das dauert mir alles zu lange. Dann nach Hause habe ich mein Sofa gesehen und habe gesagt, heute bleib zu Hause, morgen fange ich an. Aber hier hatte ich überhaupt keine Anstrengung. Meine Matte war auf dem Boden und ich konnte hier anfangen mit meinem Handy. Ich habe dann einen Kanal ausgewählt. Ich habe mir ja eine Playlist gemacht gehabt und dann habe ich angefangen zu trainieren. Und dann schaute ich auf die Uhr. Ui, 1,5 Stunden. Ah, okay. Ja, also das hat mein Leben schon insofern verändert, dass ich mich auf etwas Neues eingelassen habe. Und das hat dann mit der Zeit auch noch zu anderen neuen Variationen meines sportlichen Handels geführt. Und ja, war gut. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema. Wie würdest du am ehesten das Training nach Lars Positivdenker beschreiben? Was macht dieses Training aus? Was macht dieses Training aus? Also selbstständig handeln zu können, das macht es für mich zumindest aus. Dass ich selber entscheide, wie viel Gewicht ich gerade auf meine Arme zum Beispiel haben möchte. Nicht wie bei Fitnesscenter. Ja gut, da entscheide ich auch, nehme ich jetzt 5 Kilo oder 10 Kilo, aber das ist einfach anders. Ich bin bei mir. Ich fühle meine Muskeln, so wie ich sie gerade beanspruche. Das habe ich im Fitnesscenter nicht. Und es sind keine Leute, die mich ablenken. Es ist keine blöde Musik, die da irgendwie läuft, die mir gar nicht zusagt und so, mich ablenkt. Für mich ist es, glaube ich zumindest, dass diese Art von Sport, dass ich immer schon so wie ich damit umgehen möchte. Also ich denke, jetzt will ich das machen und ich mache das und ich nehme wirklich meinen Körper sehr wahr. Ich glaube, ich bin ganz bei mir bei dieser Art von Sport. Ich habe auch dir rückgemeldet, wo zum Beispiel meinetwegen um Trizeps oder Bizeps ging und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, aber da sind auch meine obere Schulter und Rückenpartie ist auch beansprucht worden. Ich habe das schon gespürt, wie das sich bewegt und wie auch hinterher am nächsten Tag da auch Muskelkater entstanden ist. Und das waren auch so Erlebnisse für mich, wo ich so, ja, wie soll ich sagen, so ganzheitlich meinen Körper wahrgenommen habe. Sehr schön. Ja. Welche sind denn für dich dann vielleicht zusammengefasst die Vorteile von diesem Training? Ja, Vorteile, ich brauche keine Gerätschaften. Ich brauche meinen Teppich oder eine Matte. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur mich. Und natürlich deinen Kanal, damit ich auch weiß, dass ich gar nichts falsch mache. Ich bin zeitlich ungebunden. Ich spare viel Zeit. Ich muss nicht von A nach B und zurück. Ich fühle mich wohl in meiner Umgebung. Und wow, diese Art von Sport ist effektiv. Ich habe einen Sohn, der sehr sportlich ist. Wir diskutieren auch immer wieder. Er geht lieber zu Fitnesscenter und seit ich deinen Kanal kennengelernt habe und dein Konzept, ich bin ein Verfechter. Ich sage nein, das ist besser und er sagt nein, Fitnesssport ist besser, also Fitnesscenter ist besser. Wir werden uns nicht einig. Wahrscheinlich für jeden Menschen ist was anderes besser. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und für mich ist das besser. Und ich empfehle das auch. Die Leute fragen mich, na, machst du jetzt viel mehr Sport als früher im Fitnesscenter? Fitnesscenter Sport. Ich mache ganz was anderes. Ja. Das sind Vorteile von dieser
Art von Sport. Also wirklich zeitlich unabhängig sein, eigene Umgebung zu sein. Du musst kein Geld ausgeben, dieser Kanal ist umsonst. Also jeder kann sich da einschalten und anfangen. Großartig. Sehr schön. Siehst du bei diesem Training auch Nachteile? Klare Aussage. Das ist gut. Keine Nachteile, nein. Du hattest nicht nur nach den angeleiteten Videos von Lars Positivdenker trainiert, sondern hast dir ein wöchentliches Personaltraining von Lars Positivdenker für je 1 bis 1,5 Stunden dazu gebucht. Warum hast du das gemacht? Ich bin kein sporterfahrener Mensch. Also ich habe wirklich, weil man das machen muss, Sport gemacht. Ich hatte Bedenken, dass ich irgendwas falsch mache. Ich habe auch nicht alles verstanden. So, ja, du zeigst irgendeine Bewegung, jetzt mach mal die Hände. Also in deinem Kanal erklärst du, wie man die Hände halten soll. Ich habe das nicht richtig gemacht und dann habe ich dich gefragt und dann hast du es gezeigt. Und ich wollte auch nicht irgendwelche Verletzungen. Ich habe ja immer Rückenschmerzen gehabt. Und ich wollte nicht, dass ich irgendetwas mache, dass es da sich was verstimmen könnte. Und da habe ich dich angesprochen und ob wir das auch eine Weile in Begleitung machen könnten. Und ja. Du wolltest das auch mal sehen, wie Frauen nach diesem Konzept trainieren. Und da haben wir dann, ja, da habe ich dann angefangen, mit deiner Unterstützung als mein Personal Trainer diese Übungen zu machen. Und du hast minutiös aufgepasst. Und dann, was ich großartig fand, wenn ich irgendetwas nicht machen konnte, sei es jetzt durch meine Rückenschmerzen oder weil ich einfach nicht stark genug bin, dann hast du mir immer wieder Übungen zwischendurch, du hast kurz nachgedacht. Ich fand das unglaublich. Und dann hast du deine Übung aus deinem Kanal speziell für mich umgewandelt. Und da habe ich wirklich verstanden, warum ein Personal Trainer. Das ist Sinn der Sache. Mhm. Und zusätzlich, man trägt auch eine Verantwortung. Da ist jemand, der für dich Gedanken macht und ja, dich dann so wohlwollend unterstützt. Und du siehst, das passt, das kann ich so machen. Und es bringt ja auch was. Das ist nicht vielleicht die ursprüngliche Übung, aber tut nicht zur Sache. Also dennoch ist wirksam. Und ich kann wirklich nur empfehlen. Eine Weile Begleitung durch Personal Trainer, das bringt viel mehr. War sehr hilfreich. Ja. Mhm. Ja. Also damit übt sich fast schon die nächste Frage. Was hat es dir gebracht? Ja, eigentlich habe ich Oder hast du noch was zu ergänzen? Ich habe es mir gebracht, dass ich viele Muskulatur in meinem Körper, die ich sonst mit bestehenden Übungen gar nicht betätigen konnte, einfach dennoch diese Muskeln auch beanspruchen konnte. Also mit meinem Rückenleiden und so, ich habe viele Sachen früher nicht gekonnt. Aber indem du mir gezeigt hast, dass ich Hohlkreuz vermeide bei Übungen zum Beispiel, dann konnte ich auch die Übungen machen. Es hat mir viel mehr Fitness gebracht. Ich gehe davon aus, dass ich ein paar Muskeln aufgebaut habe. Ein paar. Ja. Viele. Ja, das ist dann, also letzten Endes, ich merke ja die Veränderung und das wird auch mir von außen auch immer wieder bestätigt. Also es hat viel gebracht. Sehr gut. Ein Ziel von dir war, dein Gewicht
nachhaltig zu reduzieren. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Diäten, die an jeder Hausecke angepriesen werden. Du aber hast dich nicht für eine Diät entschieden. Du hast deine Ernährung komplett umgestellt. Mhm. Wie bist du darauf gekommen und wann hast du damit begonnen? Ja, nachdem ich mit deinem Konzept vertraut war und du mich auch unterstützt hast, ich habe dir gesagt, dass mich das sehr stört und ich habe in der Vergangenheit, ja, im Prinzip nach meiner Schwangerschaft, wo ich dann anfing, Gewichtprobleme zu bekommen, nach meiner Entbindung, immer wieder, ich bin ja die Expertin in Diät, also diese von Crash-Diät angefangen bis, was weiß ich, 0 Kohlenhydrate oder 0 Proteine, nur Gemüse, nur vegan, nur vegetarisch und 1000 Kalorien Diät. Ich glaube, es ist nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich war so dumm, ich habe sogar eine Atkins-Diät gemacht, also diese fetthaltige, je fetter, umso besser, man nimmt wahnsinnig ab. Okay. Aber wie lange kann man so leben? Jede Diät ist ein Tortur gewesen. Ich wollte keine Diät mehr. Und darüber habe ich mich mit dir unterhalten. Mhm. Ja, und dann stellte sich heraus, dass du auch Ernährungsberater bist. Also das war großartig. Du hast dann, wie gesagt, erstmal Salz weglassen. Ich glaube, das war am schwierigsten für mich. Ich war so total Salzfan. Aber alles zusätzliche Salz weglassen, das ist ja noch ein Unterschied. Ja. Also bei mir war, ich habe, ohne dass ich das Essen überhaupt probiert habe, habe ich gesalzen. Also so war es bei mir. Mhm. Ich war salzsüchtig, wenn man das sein kann. Und das war für mich schwer. Gänzlich auf Salz zu verzichten, konnte ich nicht, habe ich auch nicht. Aber ich habe ohne Salz gekocht und wenn es mir nicht geschmeckt hat, dann habe ich einen sehr gesunden Salz, den ich dann auch bei Bioläden und so weiter kaufe. Und das ist wirklich echtes Salz und nicht dieser pure Chemiesalz, was wir sonst im Leben finden. Dann streue ich wirklich ganz wenig drüber oder nehme ich ein bisschen gute Sojasauce, damit ich dann dieses Gericht, was mir gerade wegen Mangel an Salz nicht schmeckt, dann schmeckt. Aber das war ja noch nicht alles. Nur, nachdem ich Salz weggelassen hatte, also diese zusätzliche Salz, ich habe innerhalb von einer Woche 3 Kilo abgenommen. Also das war wirklich, Salz hält ja Wasser im Körper fest. Und das habe ich schon gemerkt, wie ich dann einfach, also ich zusammenschmelze. Das war ganz schnell und das war wirklich nur Salz. Alles andere war ja wie gehabt. Und dann hast du mir aber auch noch erklärt, dass ich unbedingt ausreichend essen muss. Ich darf nicht Hunger haben, weil Hunger führt ja zu Essattacken. Genau. Ja. Und ich hab immer meine Ernährung oder so aus der Kultur, wo ich stamme, ist das Essen ist das wichtig, aber es muss gesund sein. Also viele frische Zutaten, das Kochen mit vielen frischen Kräutern oder Gemüse war mir nichts Neues. Aber dann fing es mit dem Öl an, also bei dir ist ja wirklich ein Tropfen, bei mir nicht. Ich bleibe dennoch ein bisschen mehr als bei dir, aber auch dennoch weniger als vorher, was ich selber hatte. Und ich habe dann ja Vollkornsachen dann auch für mich dann nochmal neu entdeckt in Kombination. Das heißt jetzt Vollkornreis oder halt alles, was echt ist, nicht verarbeitet. Und auch wichtig waren noch Nüsse. Also Nüsse haben jetzt für mich mehr Bedeutung in meinem Leben. Also, sobald ich Hunger habe, ich habe überall Nüsse dabei, verschiedene Arten. Dann esse ich ein paar Nüsse und dann geht es mir wieder gut. Früher habe ich dann schon irgendetwas gegessen, wenn ich nicht zu Hause war, wo ich keinen Zugang zu besseren Sachen hatte. Und das war fatal. Also die Ernährungsberatung hat es auch gebracht. Ich habe
5 Monaten 10 Kilo abgenommen. 12 Kilo. 12 Kilo abgenommen. In 5 Ja. Monaten 12 Kilo. Ja. Das ist voll der Hammer. Ja. Ich weiß noch, dass immer Leute mir gesagt haben, also meine Freundinnen so, Silvia, das schaffst du nicht mehr, dass du abnimmst. Ab bestimmtem Alter geht es nicht mehr. Oder wo ich angefangen habe, so stolz zu sein und zu sagen, ich werde noch ein paar Muskeln bekommen. So, naja, ab bestimmtem Alter geht das nicht mehr. Alles Märchen, es geht. Du bist der Beweis. Ich bin der Beweis. Wie war denn die Reaktion aus deinem Umfeld, als du mit dem Training und der Ernährungsumstellung angefangen hast? Ja, relativ bald haben mein Umfeld darauf reagiert, positiv darauf reagiert und wollte ein bisschen, ob ich eine Diät mache. Weil Leute, die mich kennen, kannten mich. Ich bin wie eine Luftballon gewesen in der Vergangenheit. Mal dick, mal schlank. Und dann haben sie gesagt, was für eine Diät machst du gerade, wurde ich dann gefragt. Und die waren immer so baff, wo ich gesagt habe, ich mache gar keine Diät. Und ich mache viel Sport. Ganz am Anfang habe ich wirklich täglich 1,5 Stunden Sport gemacht. Ne? Jetzt trainiere ich anders. Aber ich wollte jetzt nicht deine Frage unbeantwortet lassen. Also mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Mein größter Feind ist mein Sohn. Der lebt nicht hier und wenn er mich dann alle 2 Wochen oder so gesehen hat, der war so, das gibt's doch nicht, Mutter, das gibt's doch nicht. Und hat immer so Jahrhunderten so ein paar Sportarten, also ein paar Übungen so gezeigt. Irgendwann mal hat er sich auch für deinen Kanal interessiert und übt ja auch gelegentlich nach deinem Konzept, ja. Was ist positiv irgendwas? Selbst dein Sohn, der so Fitnessstudio begeistert ist, hat zusätzlich noch mal einen Kanal trainiert. Wow. Ja. Wie ist denn die Reaktion aus deinem Umfeld jetzt? Ja, es ist nach wie vor positiv. Es ist auch, heute hatte ich tatsächlich ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin und die fragte mich nach meinem Gewicht und ich habe es genannt und dann sagte sie, ja, das ist auch mein Ziel, das will ich auch erreichen. Und ich habe immer gedacht, sie würde weniger wiegen als ich. Das sagt ja was über meine Selbstwahrnehmung. Also ich nehme ich immer noch als übergewichtig wahr für mich, offensichtlich, wenn ich das dann so sehe. Aber das war auch für mich ein Kompliment zeitgleich, dass vor allem eine Frau, ne? Also Frauen machen anders Kompliment als Männer. Und das war so, ja, und sie ist ein ehrlicher Mensch und wenn sie dann mir sowas sagt, dann glaube ich ihr. Und das ist nicht einzige. Also ich habe am Wochenende Besuch gehabt, einige von ihnen habe ich bestimmt so seit 2, 3 Monaten nicht gesehen gehabt, von den Gästen und die waren alle so, boah, wie hast du das geschafft? In dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich habe gedacht, was meinen die denn, wie habe ich was geschafft, ne? Da war, was denn? Du hast so viel abgenommen. Und ich so, ja, stimmt, ja, habe ich. Wie hast du das gemacht? Die wollten alle wissen, wie ich das gemacht habe, ne? Und die meisten denken, ja, sie hat nichts gegessen. Aber ich glaube, ich war selten in meinem Leben so satt, wie ich mich ernähre. Es passiert mal, also Menschen, die bei Problemen essen, das ist vielleicht auch eine leichte Essstörung, wie man das so kennt, weil man so mit Essen drauf reagiert. Muss doch so eine Störung sein, denke ich mal.
Einer trinkt Alkohol, andere raucht, andere nimmt Tabletten und andere essen. Aber da ich nicht mehr hungrig bin, selbst wenn ich dann mal auch mehr esse, ich kann nicht mehr so essen, wie ich früher gegessen habe. Ich bin einfach schneller satt. Und noch etwas. Das langsame Konzept, was in deinem Sport ist, spiegelt sich auch im Essen. Also ich habe gelernt, jetzt viel langsamer zu essen. Ich glaube, ich spreche auch langsamer als früher sogar. Also das geht einfach so, beeinflusst viele Bereiche des Lebens. Ne? Also das ist dann so, ich habe ja gesagt, das ist etwas ganzheitliches auch. Das ist nicht nur, du machst einen Sport, sondern indem du die Dinge, diese Übungen auch langsam machst und bei dir bist und auf deinen Körper hörst. Und sobald du ein bisschen so unangenehme Gefühle hast, dann änderst du deine Position und belastest deine Muskulatur anders, lernst du einfach achtsamer zu sein und Dinge anders anzugehen als früher. Das ist insgesamt, ich merke, ich bin viel ruhiger auch insgesamt. Ich laufe ja auch viel, also viel mehr als früher. Also laufen im Sinne von gehen? Gehen, ja. Und auch da ist das meine Wahrnehmung anders. Schwer zu beschreiben, also ich habe die Natur immer schon wahrgenommen, aber jetzt nehme ich alles, indem es alles langsamer ist, also nicht Slow Motion langsam, sondern etwas langsamer als sonst. Ich nehme die Dinge intensiver wahr. Das ist vielleicht auch nicht intensiv. Also alles im Prinzip. Okay. Da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Thema. Wie hat sich denn dein Leben seit der Veränderung durch das Fitnesstraining und die Ernährungsumstellung geändert? Also mein physisches Leben. Ich habe wegen Rückenschmerzen häufiger damals Schmerzmittel genommen. Ich nehme jetzt überhaupt kein Schmerzmittel mehr. Ich schlafe viel besser, weil ich gelernt habe, dass ich einen Teil meiner Übungen, also ich teile sie mittlerweile auf, einen Teil mache ich morgens, einen Teil bevor ich ins Bett gehe. Ich schlafe viel besser. Mein psychisches Leben. Ich habe vorhin auch gesagt, ich bin ruhiger geworden, ich bin gelassener, ich bin fröhlicher. Mein schräger Humor jetzt kommt mehr zur Erscheinung. Manchmal Leute gucken mich, aus Westfalen sind wir, ne? Was will die denn, was sagt sie denn, was meint sie denn? Ja, das ist halt alles zum Positiven, ne? Sehr schön. Wie würdest du deinen heutigen Fitness- und Gesundheitszustand am besten beschreiben? Was hat sich verändert? Mein Büro ist in der 5. Etage. Früher, wenn ich versucht habe, also ich konnte bis 2. Etage kommen und dann ging es los mit Schnaufen und nicht mehr Herzrasen und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich in gutem Tempo bis zur 5. Etage, also ohne Pause. Und Wow. ja, also das ist schon Fitness, würde ich sagen. Also das ist, seit du mich dann auch quasi dazu verdonnert hast, zu Fuß gelegentlich zur Arbeit und zurück, das sind 14 Kilometer, da merke ich auch, hin und zurück, ja klar. Da merke ich schon, dass ich dann auch einfach insgesamt fitter bin und auch meine Übungen. Früher habe ich gerade so aus deinem Kanal K10 geschafft.
Und dann habe ich eine Pause einlegen müssen. Das Konzept sagt immer, jede Bewegung 20 Mal langsam. Und ganz am Anfang 5. Aber das so langsam habe ich mich gesteigert. Und ja, zuletzt hattest du Liegestütze in deinem Kanal und hast mir aber mitgeteilt, dass das möglicherweise nichts für mich wäre. Weil vielleicht zu schwer. Genau, weil es schwer ist. Ich habe es probiert, ich habe 10 geschafft, also das war für mein Verhältnis. Ich weiß, Sportlerwelt lacht darüber, 10 Liegestützen, ne? Nein. Aber für mich war es großartig oder ist großartig. Die Liegestützen so umgesetzt, wie ich das in dem Video gemacht habe, die sind sehr anstrengend und sehr wirksam. Und das ist nicht einfach zu schaffen. Danke. Gerne. Hast du während des Prozesses auch Rückschläge erlebt? Mit meinem Essverhalten 2-mal. Und darüber habe ich mit dir gesprochen. Das ist ja auch wieder mal positiv, damit man einen Personal Trainer hat, dass man Dinge auch besprechen kann, unmittelbar. Und da hast du gemeint, ich sollte dann mehr gehen, mehr frische Luft. Und wenn eine Stresssituation für mich ist, einfach losgehen. Und das habe ich gemacht. Und das 3. Mal, wo es wieder so weit war, dann bin ich einfach gegangen. Und dann, als ich zurückkam, war das vorbei. Top. Das war echt super. Und das ist auch für mich eine große Lehre. Dass man auch, ich wusste, man kann Stress auch anders abbauen und so Yoga und was weiß ich und so. Aber was ist einfacher als gehen? Einfach Tür auf, rausgehen. Nicht spazieren, sondern ein bisschen schneller gehen. Das hat es in sich. Genau, das haben wir auch mit eingebaut. Das Cardio-Training war das. Genau, ja. Gab es Momente, in denen es schwer war, am Ball zu bleiben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also, wenn ich nicht in Bielefeld war, also sei es Urlaub oder dienstlich unterwegs im Hotelzimmer und so, das war zum Teil schwierig. Ich kam aus meinem Rhythmus raus. Und ja, in so einem Hotelzimmer mochte ich auch nicht auf dem Boden und die Matte kann ich auch nicht immer für 2 Tage mitschleppen und so. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich dann die Treppe genommen habe. Also nicht nur einmal, sondern ein paar Mal so Treppe rauf und runter. Und dann von A nach B bin ich zu Fuß, auch so in fremde Stadt auch mit Handy. Bin ein bisschen früher aus dem Hotel raus und vorher dann eine Stunde gelaufen und dann bin ich zu der Veranstaltung oder zurück ins Hotel. Also habe nach Lösungen gesucht, wie ich mich dennoch körperlich betätige. Nicht einfach, na, jetzt geht's nicht. Ich habe im Prinzip meine körperlichen Übungen jetzt, glaube ich, im 7. Monat arbeiten wir zusammen. Ja? Also ich arbeite nach deinem Konzept. Nie, keinen einzigen Tag nichts getan. Das ist nicht vorgekommen. Ja gut, ich hatte Corona gehabt im Dezember, aber nachdem mein Fieber gesunken war, musste ich einfach körperlich betätigen, ganz sachte. Ich war abgeschwächt, aber ich merkte, ich kann nichts tun. Das tat auch meinem Rücken nicht gut, dass ich nichts, also nur so im Bett liegen und so. Das tut mir einfach nicht gut. Heute weiß ich, es gibt eine Lösung, wenn ich eben nicht diese Rückenschmerzen haben möchte. Und das die Übungen, die ich jetzt durch dich kennengelernt habe,
die setze ich um und dann, ich habe keine Rückenschmerzen. Das ist dann vorbei. Kennen ja alle, dass Ja. sowas geht. Ja, wirklich. Also wenn mir das vorher erzählt gehabt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass man Schmerzen durch Sport überwinden kann. Also gut, Schläge in dem Sinne gab es dann eher nicht. Ne? Nein. Also wie gesagt, so mit Essverhalten zweimal, Mhm. aber das dritte Mal war schon überwunden. Okay. Mhm. Hast du noch weitere Ziele in Bezug auf deine Fitness und Gesundheit? Ja, Erzähl. also ich möchte auf jeden Fall noch fitter werden. Ich habe eine tolle Nachbarin, die ist schon etwas älter als ich und sie hat mich mal zu Yoga mitgenommen und dann, ich war neidisch. Also wie man so eine Körperbeherrschung haben kann, wie man sich bewegen kann, wie gut das auch im Alter einem tut, wenn man körperlich fit ist. Ich bin natürlich noch sehr jung, ne? Das ist ja gar Mhm, genau. Einbildung ist auch eine Bildung, jawohl. Aber mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich gut aussehen will. Natürlich möchte ich auch gut aussehen. Aber mir geht es auch darum, dass ich im Alter fit bin. Und das muss ich jetzt vorbereiten. Ich kann nicht noch 10 Jahre warten und sagen, so jetzt lege ich los. Das ist eine weise Entscheidung. Ja. Also daraufhin arbeite ich. Ich will gesund alt werden. Und ich will im Alter beweglich bleiben. Und ja, solange es möglich ist, einfach Herrin meines eigenen Lebens bleiben. Ne? Welchen Rat würdest du anderen geben, die ähnliche Ziele verfolgen möchten? Anfange. Sehr gut. Anfangen. Noch etwas? Also das ist wirklich so einfach im Grunde genommen. Es mag jetzt Werbung für deinen Kanal sein, aber ist egal, das ist keine Werbung jetzt, du musst nichts verkaufen, weil du dran kein Geld verdienst, darum geht es nicht. Einfach mal sich angucken und einfach ausprobieren. Und nicht einmal, sondern wirklich eine Weile dabei bleiben. Das habe ich ja auch gemacht. Es ist ja nicht, die Veränderung ist nicht innerhalb von einer Woche, 10 Tagen und so. Es dauert eine Weile. Aber man merkt, es tut sich was. Und wenn man dabei bleibt, und dieses Konzept ist im Grunde genommen so einfach umsetzbar. Machen. Und wenn es Probleme gibt, kann man die auch nicht buchen. Das stimmt. Liebe Suhaila, vielen Dank für das Interview. Ich bin mir sicher, dass du mit deinen Worten heute vielen Menschen Mut gemacht hast, sich auch auf den Weg zu machen, um sich ihren ganz persönlichen Traum vom Wohlfühlkörper erfüllen zu können. Ich hoffe. Das würde mich auch freuen.